So, wir probieren es nochmal. 10 Sekunden Tafel. Und die Ampel ist aus. Und wer hat hier die beste Reaktionszeit? Hier den langen Berg hoch. Patrick Thomasik mit der 12,55. Fährt hier erstmal auf Platz 1 in die erste Linkskurve. Und ich hab's gesagt, die Klasse hier ist rappelvoll mit Startern. Hier geht's richtig zur Sache. Keanu Teiles probiert hier außenrum richtig Meter zu machen. Unten in der Schikane. Das sieht schon mal sehr gut aus mit seinem Opel Corsa. Ja, da macht er Plätze gut. Kämpft hier gegen Moritz Götz. Dahinter aber Isabel Kleibrink, Kubiel und Teiles fährt hier außen rum. Das ist eine sehr kluge Linie, weil du brauchst hier richtig Schwung auf der Bahn, dass du Meter machst. Und am besten macht das bisher Patrick Thomasik. Vorne auf der 1, jetzt der Angriff. Ibel, innen, außen, Kasper. Kasper muss jetzt spät auf die Bremse gehen, um mit dem Seat Ibiza an Selina Honda Civic vorbeizukommen. Da braucht er richtig Mut in dieser Bergabpassage und den hat er nämlich mitgebracht. Aber Ibel will kontern. Ibel will kontern, bremst sich innen rein. Jetzt hier bei der Bergaufpassage. Muss dann doch aber Noah Kasper ziehen lassen. So, und wie an der Perlenkette geht's hier über den Ring vom MSC Hesborn. Moritz Götz auf der 4, Kleibrink auf der 5, dann Hubiel, Teiles. Dann haben wir Hendrik Wellmeier, Opel Corsa. Und dahinter sind so viele Fahrzeuge, ich kann sie gerade nicht alle vorlesen. Aber wir sehen hier ein großes Getümmel aus Opel Corsa B, Polo 86C, die auch die Rennpace voll mitgehen können, aber halt aufgrund des Starts aus den hinteren Reihen jetzt hier die Spitze erstmal ziehen lassen müssen. So, Selina Imöl auf Platz 3 mit der 12,99. Hat jetzt Moritz Götz hinter sich. Und er weiß ganz genau, er hat zwar 2 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Aber die werden ja noch ganz schnell weggenommen, weil der Noah Kasper aktuell auf Platz 2 ist. Der wird also mit 7 Punkten aus dem Lauf rausgehen. Bei Moritz Götz wären es aktuell dann nur 5. Und dann wird es nämlich schon wieder richtig eng in der Meisterschaft. So, Moritz weiß das. Der kann nämlich auch ganz genau rechnen. Er fährt seit vielen Jahren nämlich hier schon. Und der muss jetzt irgendwie die Lücke finden, um hier einen Platz noch gut zu machen. So, das Jugendauto von MSC Löwentrop. Der Opel Corsa B in Blau, der hatte sich einmal hier gedreht. Der muss jetzt von hinten das Feld wieder ein bisschen aufräumen. Da wird punktetechnisch also nichts mehr gehen in dem Lauf bei der 12,57. Das ist Niklas Braun oder Emily Peters, die hier fährt. Und Rauchentwicklung bei Isabel Kleibrink und Ibel wird auch noch langsam. Was ist da los? Teiles geht vorbei an Ibel. Ibel kann innen direkt wieder kontern. Oh, und bei Isabel Kleibrink im Seat Ibiza ist es nur ein Schlauch vom Kühlwassersystem, was sich hier löst. Oder frisst der Motor gerade Kühlwasser? Das ist die große Frage. Aber vorneweg den Lauf gewinnt Patrick Thomasik vor Noah Kasper. Dann kommt auf der 3 mit der 11.11 Moritz Götz. Hier mit Rauchschwan geht es über die Ziellinie. Isabel Kleibrink, Selina Imöl, Keanu Teives, Kubiel, Wellmeier, Joel Nino Gronemeyer, auch in dem grünen Opel Corsa. Dann haben wir die 12,22. Das ist Colin Burns. Und hier am Polo 86C und Honda Civic. Da sehen wir Luca. Tourenwagen der Jugend. Hier der zweite Start ist erfolgt. Und Colin Burns im Opel Corsa B kommt hier richtig gut von der Startwagen. Auch auf dem roten Opel Corsa B. Wie oft hatten der die jetzt gekugelt? Das Auto verkaufen wir nicht mehr. Checkt sofort, ob es dem Fahrer gut geht. So, liebe Leute, Versuch Nummer 2. Tourenwagen der Jugendklasse. Alles hier Serie an den Fahrzeugen, bis auf das Fahrwerk und die Reifen. Und da geht es los. Und Colin Burns kommt gut weg, aber auch Luca Kronauge und Polo 86C
zwar auch Tür an Tür hier in die Bergabpassage rein. Hier in Hesborn. Und außenrum Noah Kasper probiert mit dem Seat Ibiza eine schnelle, weite Linie zu wählen, um Plätze gut zu machen. Und das hat er super gemacht. Da überholt er außenrum 2 Fahrzeuge, muss jetzt aber innen auch verteidigen. Da ist Patrick Thomasik im blauen Polo 9N3, der gerade die Tür gesehen hat, die offen war, um da direkt in den 16V reinzustechen. Das reicht aber nicht. Colin Böns muss hier den ersten Platz abgeben. Und Thomasik probiert das hier außen an Noah Kasper Maß zu nehmen. Zeigt sich außen, zeigt sich jetzt wieder innen. Und Thomasik probiert es wie Noah gerade, außenrum den langen Weg zu nehmen. Ja, und das sieht gut aus, aber Thomasik jetzt außen, Kasper innen. Da muss jetzt der Noah spät auf die Bremse gehen, in die Linie verteidigen, um so vielleicht mehr Schwung den Berg hochzunehmen. Also so ein Überholmanöver ist lange dann noch nicht abgeschlossen, bis man nicht wirklich vorne ist. Aber das ist jetzt der Fall. Patrick Thomasik mit der 1255 auf dem Polo 9N3. 16 vor dem Pizza von Noah Kasper. Dahinter auf dem schönen Opel Corsa Janu Teibes, dahinter Moritz Götz auf dem Polo 6N1 von RT Fürstenberg. Und dahinter im Honda Civic, da sind wir schon die Selina Imel, die Lokalmatadorin hier vom MSC Hesborn. Und Götz sucht die Lücke, um an Teibes vorbeizugehen. Götz jetzt innen, Teibes kann außen, vielleicht kommt er. Jetzt geht es in die nächste Linkskurve. Teibes braucht hier viel Schwung, um den 6N1 standzuhalten. Aber das funktioniert. Teibes auf der 3, Götz auf der 4, Ibel direkt dahinter. Auf sicherer Distanz guckt sich die liebe Selina das alles hier an. Auf Platz 5. So, Götz probiert es jetzt wieder außen, da hat man eine Linie gewechselt. Das könnte die Chance für den Moritz sein, vorbeizukommen. So, dahinter im Grün, 1298, Joel Nino Wohnemeier. Dann Hendrik Wellmeier, Colin Böns, die beiden, die 3 auf dem Corsa B. Dann Luca Kronauge. Dann haben wir die 1255. Die 1155, das ist, ja, das fährt man heute. Entschuldigung, ich muss mal gerade gucken. Der rote Corsa hier vom MSC Robin Lauf. Dahinter der Kronauge. Und dahinter haben wir noch den Lukas Kennehöfer. Und sich gerade auf dem Honda Civic. So, jetzt sehe ich es auch, das sind 1257 auf dem Auto hier vom MSC Hüfenrock. Das ist die Emily Peters. Der Klassenraum. Die sich hier das Fahrzeug teilen. So, und Thomasik gewinnt hier vor Kasper, vor Götz, vor Keanu Teibes. Ende 16V aus dem Hause Honda aus. Bleibt auf der 5. Dann haben wir Joel Nino Wohnemeier, genauso auch Hendrik Wellmeier. Hier kommt Colin Böns. Und hinter wird es nochmal eng. Das könnte ein Foto für dich werden, liebe Leute. Klingelöfer innen, Kronauge in der Mitte. Aber es reicht. Kronauge vor Vorstart. 10 Sekunden Tafel von Steven Drese, die Ampel geht aus. Und sie kämpfen hier um Traktion. Im ersten Gang wird der Motor ausgequetscht und drehen gelassen. Alles, was geht, und wir jetzt in den dritten Wertungslauf. Wie gesagt, es ist alles meisterschaftsentscheidend hier. Das kann meisterschaftsentscheidend sein. Um Plätze zu machen. Moritz Götz außenrum aus Platz 4 fährt er vor auf die 1. Habt ihr das gesehen, liebe Leute? Das war ein Überholmanöver, wie es im Bilderbuch steht, bei der Bergabpassage. Lange das Gas festgehalten, spät auf die Bremse, den langen Weg in die Linksbergabkurve mitgenommen. Und außenrum 3 Leute überholen. Lieber Moritz, Glückwunsch, das war super, ganz stark von dir. Somit Moritz Götz jetzt erstmal in Führung. Patrick Thomasik direkt dahinter, jetzt daneben, Thomasik innen, Götz außen. Hat Thomasik da die bessere Linie? Ja, hat er gefunden. Oh, jetzt kommt zu weit raus. Muss ein paar Meter abgeben von der Bahn und somit Patrick Thomasik rutscht vor auf den ersten Platz. Dahinter bleibt es eng. Imel, Kasper,
Niklas Braun. Ja, guck, jetzt ist er schon wieder vorne. Genauso auch Hendrik Willmeier. Alle sind mit dabei. Nicht bei Highlander. Willmeier will außen vorbeigehen. An Noah Kasper. Schafft das aber nicht, hier den Seat auszubeschleunigen. Keanu Teiwes leider liegen geblieben mit dem Opel Corsa C hier innen auf der Strecke. Da steht er eigentlich ganz gut. Das muss jeder früh sehen, da können Sie außen dran vorbeifahren. Ne, er steht ganz außen. Das habe ich falsch gesehen, aber trotzdem, da ist Platz zum dran vorbeifahren. Das machen Sie alle wunderbar. Schön kann der Rennbetrieb ungestört weiterlaufen. Und Böns, Klingelhofer, Kronauge, alle hier Kopf an Kopf, Stoßstange an Stoßstange unterwegs. Das bleibt hier super spannend und super eng. Egal ob man vorne oder hinten dann hier das Rennen mit verfolgt. Aber trotzdem, wir blicken auf die Spitze. Thomasik baut seinen Fortschritt auf. Jetzt dahinter. Das hat mir gezeigt, runter. Das brauchst du im Rennen nicht. Ja, schon. Das 10 Da hast du wieder den Gas weg, das ist falsch. Immer draufhalten. Der Vereinslogo Colin Böns jetzt außen vorbeigehen will an Luis Klingelhofer. Ja, das klappt auch. Böns macht einen Platz gut und überholt Kollegin Klingelhofer. Und der Noah Kasper, der ist auch vom LSE. Ja, der geht dazu erwähnen. Also wird aber weiterhin gefahren. Meter um Meter. Also, es geht hier um die Wurst. Es geht um die Meisterschaft, liebe Leute. Unser Außenfahrt wird noch nicht. Da bleibt auch kein Auge heute trocken. Und da passiert es. Patrick Thomasik gewinnt. Und da geht Kasper noch innen vorbei. Wie macht er das denn? Kasper auf der 2 vor Götz. In der letzten Runde, in der letzten Kurve. Wahnsinn. So, dann Selina Imel auf der Honda Civic von LCS Sport. Dann Hendrik Willmeier. Dann haben wir die 1257, das nächste Höfentrupper Vereinsauto. Dann haben wir Colin Böns, Luca Kronauge. 10 Sekunden Tafel ist oben. Wer hat die bessere Reaktionszeit? Das ist sehr gleichmäßig bei allen. Aber wer hat jetzt Grip und Traktion auf der Vorderachse? Ist es Moritz Götz oder Thomasik oder Imel? Imel innen gibt auch alles. Aber rechts oben vorne außen ist es Patrick Thomasik. Der hier erstmal richtig Schwung mitnimmt. Aber Noah Kasper bringt den jetzt schon direkt im Heck. So, die Verfolgungsjagd ist hier eröffnet. Auf Platz 3 Moritz Götz, dann Selina Imel, Keanu Teiwes, dann Hendrik Willmeier, Colin Böns, dann haben wir hier Niklas Braun oder Emily Peters von Messe Öffendorf, als auch Luis Klingelhofer. Willmeier probiert den schwarzen Opel Corsa. Schauen wir zu finden, um an Colin Böns vorbeizugehen. Das funktioniert hier vorerst aber nicht. Somit warten wir mal, was hier noch kommt. So, Keanu Teiwes, jetzt auf der 4, Selina Imel auf der 5. Imel probiert es innen, will sich reinbremsen. Vorbei an Keanu. Was hier aber vorerst nicht funktioniert. Jetzt aber doch. Imel geht vorbei an Keanu Teiwes. So, Patrick Thomasik vorne, Polo 9-3, kann sich hier ein bisschen frei fahren vor Noah Kasper. Der kann sich ein bisschen frei fahren vor Moritz Götz, der kann sich ein bisschen frei fahren vor Selina Imel. Hier 3 Abstände zwischen den ersten 4 Fahrzeugen, die gleichmäßiger nicht sein können. Teiwes wird immer noch im Schlag gefahren, sehr ungewollt. Hinter Selina Imel.
aktuell hat sich das Feld hier erstmal sehr gut und sehr sauber sortiert. Aber hinten die rote Börse, aber von Colin Woods und Brian Hill, das Vereinswasser, kommt bis hinten rum. Auch hier natürlich sehr gleichmäßig. Der Niklas Braun probiert hier doch mal nach vorne ein bisschen Druck zu machen. Also bisher sieht das noch nicht gut aus, dass das funktioniert. Da ist dann doch die Leistung der beiden Fahrzeuge zu identisch. So, und es bleibt hier Stand. 44, 42 und 40 Punkte sind die Platzierung in der Meisterschaft, sind die Punktestände. Das heißt, wer heute 9 Punkte abholt, der kann in der Meisterschaft echt nochmal einen Schritt nach vorne machen. Hier schauen wir mal, wie das aussieht. Hier im Wertungslauf auf jeden Fall, im 4. Wertungslauf. Thomas Hick rollt aus! Ich glaub's nicht! Thomas Hick rollt aus, also Noah Kaspar gewinnt hier. Wie ärgerlich ist das denn? Vor Moritz Götz, vor Selina Emel, Milano Taubes. Ist das aber ärgerlich. Also auf der Zielgerade in Führung liegen, so auszurollen. Das ist dramatisch, das tut weh, das tut mir wirklich leid. Nein, das war Absicht. Mein Mitleid an das ganze Team. So, dahinter Hendrik Grellmeier, Ja, der bewegt sich aber noch Colin was. Woods, als auch Luis Limericker. Der bewegt sich noch. Tja, so schnell kannst du gehen, liebe Leute. Niklas Braun natürlich ja auch, Flatout mit dabei. Aber